Wir sind in Australien, wo eigentlich in 9 von 10 Fällen die Sonne scheint, aber ausgerechnet hier regnet es jetzt beim Blitzqualifying. Wir fahren tatsächlich trotzdem mit Softs. Die hacken doch, oder? Meine Teammates. Oh, was soll das denn hier? Warum schicken die mich denn mit Softs raus? Bei solchen Bedingungen. Warum nicht Mediums? Quatsch, Intermedians. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber gut, wird schon irgendein Plan dahinter stecken. Oh, ich rutsche hier wie ein Weltmeister. Das ist schon krass, aber eventuell ist die Strecke ja noch nicht ganz so nass, dass man hier trotzdem noch mit Softs durchfahren könnte. Ja, am Arsch die Räuber. Aber das könnte vielleicht ganz gut sein, beziehungsweise auch ganz gut aufgehen, weil wenn die anderen nämlich mit Mediums, wobei Verstappen ist auch mit Softs unterwegs. Ich wollte gerade sagen, wenn die anderen nämlich mit Intermedians fahren, haben wir die besseren Chancen hier, eine gute Zeit rauszufahren. Aber offensichtlich nicht. Und wir haben auch neue Teile drin. Das heißt, es könnte sein, dass wir in diesem Rennen zum allerersten Mal vielleicht sogar aufs Podium fahren, je nachdem, wie ich mich im Rennen dann anstelle. Da haben wir wieder Sonnenschein, komischerweise. Also ehrlich, es gibt 360 Sonnentage in Australien, in Melbourne. Und dann ausgerechnet an diesem einen Tag regnet es. Naja, aber solange ich so Zweiter bin, Dritter, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht, ey, zu Saudi-Arabien und zu Bahrain. Was habe ich da gemacht? Noch sind wir nicht im Ziel drin. Noch kann ich hier öfter mal hin und her rutschen und den Wagen verlieren. Das wird am Ende wahrscheinlich so ein Platz zwischen 5 und 6. Da geht es noch einen Platz nach oben. Nee, aber Platz 6 ist okay. Das ist das beste Ergebnis bislang. Im erst dritten Rennen darf man auch nicht vergessen. Wir sind ja noch ganz am Anfang der Saison. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird auf jeden Fall ein fantastisches Event. Ich hatte nämlich schon ganz große Kopfschmerzen. Ich habe wirklich gedacht, oh, jetzt schicken die uns wirklich mit Intermedians oder wahrscheinlich noch mit den beziehungsweise mit den Regenslicks raus, mit den Regenreifen. Aber offensichtlich sind die alle mit Softs gefahren. Bei uns hat das ganz gut geklappt und ich hoffe, dass wir jetzt auch im Rennen vielleicht sogar aufs Podium fahren. Mal gucken. Dann geht's los mit den Mediums. Andere haben Softs. Wir wechseln dann auf die Soft-Reifen von Position 6. Ich bin sehr gespannt. Ah, vorne Russell, der hat so einen blauen Punkt. Ist wahrscheinlich das Zeichen dafür, dass er unser Teamkollege ist. So, jetzt geht's hier erstmal in den ersten paar Runden, auf den ersten Metern vielleicht ein paar Plätze gut zu machen, je nachdem. Mal hier vorbeigeschlichen an Alonso. Ach, unerlaubtes. Ey, was war das denn? Rammt er mich einfach weg? Das gibt's ja nicht. Hätte ich das gemacht, hätte ich wieder eine Strafe bekommen, aber das lasse ich nicht mit mir machen. Auf gar keinen Fall. Ich schlag auch zurück. Aber eiskalter Zweikampf, ey. Fährt er einfach rüber. Ich bin halt jetzt gespannt, wie das im Rennen hier läuft. Im Training, da hatte ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Da waren die Zeiten noch relativ gut. Die Vorgaben, die ich habe, da können wir vielleicht auch nochmal drauf gucken. Ich muss jetzt hier eine durchschnittliche Kurvengeschwindigkeit von 170 km/h muss ich hinkriegen. Dann diesen Reifensatzverschleiß habe ich schon hinbekommen. Achso, die anderen beiden Sachen auch. Klar, schließe während eines Rennwochenendes ein Trainingsprogramm ab. Ist ja easy peasy. Und schließe eine Session ab, ohne eine Rückblende zu verwenden. Habe ich auch geschafft. Jetzt muss ich halt eine durchschnittliche Kurvengeschwindigkeit von 170 km/h. Ich glaube, da gab es noch eine zweite Möglichkeit. Und zwar, dass ich 30 Sekunden lang mit über 270 km/h fahren soll. Und ich habe nicht dran gedacht, dass wir diese lange Gerade jetzt haben. Das wurde ja umgebaut. Das wurde ja vor ein paar Jahren umgebaut. Sektor 2. Das hätte ich auch locker wahrscheinlich geschafft. 30 Sekunden lang. Aber jetzt gilt es erstmal, mich irgendwie vorne hier festzusetzen. Im Feld. Und dann wechseln wir auf Softs. Und ich glaube, das ist diesmal eine gute Strategie. Das ist, glaube ich, besser als in Saudi-Arabien. Da sind wir ja dann auf die harten Reifen gewechselt. Das war ein bisschen Panne. Aber da hätte ich auch ein bisschen mitdenken können. Gut, Alonso hat Mediums. Der wird wahrscheinlich genauso lange draußen bleiben wie ich. Russell geht wahrscheinlich eine Runde früher rein. Wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone liegst. Leclerc hat auch die Softs. Also es wird sehr spannend. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Rennen hier entwickelt. Und ob wir jetzt Stück für Stück natürlich besser werden, wenn wir uns die ganzen Entwicklungsteile holen aus der FE. Wenn Russell die quasi holt für uns. Also der ist ja im Prinzip der mit den ganzen Sachen nach Hause kommt. Achtung. Hier hätte man, wie gesagt, locker 270 km/h haben können. Früher war es nämlich so, dass man, glaube ich, irgendwann nochmal nach rechts abgebogen ist und dann wieder links rum. Das hat das Ganze so ein bisschen abgebremst. Apropos abgebremst, mein ERS ist jetzt schon fast wieder leer. Jetzt gucken wir mal, wie das hier mit dem DRS läuft.
Flügel ist auf, Russell ist vorne. Oh, Vorsicht, nicht gegenfahren. Haben wir gut hinbekommen. Aber trotzdem dranbleiben und irgendwo wird sich ja mal eine Lücke auftun. Dann haben wir Norris und Verstappen. Ich kann das bei Norris vorne nicht erkennen, ob der Mediums hat oder Softs. Ah gut, wir haben Alonso noch hinter uns. Ich habe gedacht, ich bin jetzt raus aus dem DRS-Fenster. Keine Probleme mit der Reifenabnutzung. Sei weiter vorsichtig. Leider nicht, aber vorne, die gehen sich da auch ein bisschen gegenseitig auf den Sack. Norris hat jetzt ein bisschen federn lassen. Aber das wäre wirklich ein großer Achtungserfolg für uns hier wirklich nach einem schlechten Rennen in Bahrain und auch in Saudi-Arabien. Das war jetzt auch nicht überragend, ehrlich gesagt. Aber es scheint so, als würden wir diesmal ein bisschen besser mithalten können, was auch immer mein Team gemacht hat. Also klar, die Updates, die werden da natürlich auch mit reinspielen, aber irgendwas muss ja da noch sein. So, jetzt nächster Versuch. Ein bisschen ERS kann ich auch noch verwenden, um den Abstand zu Alonso zu halten. Und derjenige, der eigentlich Probleme bekommen müsste, ist eigentlich Verstappen. Weil er hat ja gar keinen DRS. Vielleicht wird er jetzt gecatcht von Norris. Dann haben wir vorne schönen Zweikampf um die Spitze. Achtung. Ah, der ist dran. Er ist dran, aber Verstappen, der hat halt ein zu starkes Auto wahrscheinlich. Achtung. Ne, grüne Flagge, gelbe Flagge. Ganz hinten hat es gekracht, glaube ich. Also da war ganz kurz ein gelber Sektor, aber hat wieder alles... Ah, nee, da steht einer. Das ist Sergio Perez, ne? Der hat da gestanden. Kann das sein? Aber der fährt normal weiter. Der hat sich wahrscheinlich irgendwie gedreht. Oh, weia. Der ist jetzt ganz hinten an dem Feld. Na, seht ihr, so schnell kann es gehen. Das kann jedem passieren. Das hätte auch Verstappen mal passieren können. Aber Sergio Perez hat ja bislang beide Rennen gewonnen. Der wird, so wie es ausschaut, glaube ich, keine Punkte holen. Oh, da habe ich mich schön gedreht. Der holt, glaube ich, keine Punkte in dem Rennen hier. Das sieht sehr schlecht aus, von hinten das Feld aufzurollen. So, aber irgendwann muss ich doch jetzt mal an unserem Teamkollegen hier vorbeikommen. Ich setze jetzt auch mal ERS ein. Ich kriege ja auch gleich DRS und dann muss das auch irgendwie klappen. Das kann ja wohl nicht angehen. Gut, dann brauche ich auch ERS nicht verwenden. Ich bleibe aber zumindest dran. Ich halte hier den Abstand Platz 5. Hier wäre halt auch nochmal eine Gelegenheit, aber dafür ist der Abschnitt zu kurz. Ich muss nur gucken, wann die hier einlenken. Achtung, vielleicht jetzt hier einmal reinpreschen. Jawohl. So schnell geht das. Russell, bitte mach keinen Scheiß. Lass mich einfach hier auf der Strecke. Und schon sind wir Vierter. Mit leichter Tuchfühlung aufs Podium. Da will ich ja hin. Und Norris ist auf der 1. Verstappen ist Zweiter. Der wird sich aber wahrscheinlich seinen Platz gleich zurückholen. Aber warum kriege ich kein DRS, hä? Ach, ich habe DRS. Okay, ich habe es noch nicht gehört. Jetzt Norris wieder gegen Verstappen. Oh, das wird sehr, sehr haarig. Achtung. Ja, was machen die beiden da vorne? Ich habe immer Schiss, wenn die beiden dann vorne nebeneinander stehen und wenn die dann bremsen, dann bin ich hier wieder der Verlierer. Oh, Vorsicht, da gehen sie in die Eisen. Da qualmt's richtig. Russell kommt von der Seite und Verstappen ist nur noch Dritter. Russell hält die 5. Der muss aber ganz schön in die Eisen gehen. Ist das auch neu, diese Rauchschwaden, wenn die Reifen quietschen? Das war doch bei den letzten Spielen nicht, oder? Ach, apropos, fällt mir gerade ein, es gab auch ein Update. Den ersten Patch nach wenigen Tagen. Wer hätte das nur gedacht? Oder wer hätte das nur erahnen können? Oh, Achtung, Verstappen, der wollte nicht gerade wirklich rechts vorbei. Ist der bescheuert? Aber ich könnte doch jetzt vorbei. Der wollte gerade wirklich rechts vorbei, da wo gar kein Platz ist. Der ist doch wirklich wahnsinnig. Aber vielleicht könnte ich hier vorbeipreschen hinter Leclerc. Ja, oh, sauber. Obwohl ich gar nicht mal am Sauber fahre. Sauber, sehr schön gemacht. Klasse Manöver. Bei dir sieht das so einfach aus. Ach, natürlich. Bei mir sieht alles einfach aus, wenn ich das vernünftige Auto hätte. So, jetzt müssen eigentlich die ersten Boxenstops gleich losgehen, ne? Wir sind in Runde 7, glaube ich, dran, oder? Nein, Quatsch, später. Ich glaube, in Runde 9 sind wir dran. Aber es dauert nicht mehr lange und wir kommen Stück für Stück. Jetzt sind wir erstmal auf dem Podium und so Stück für Stück. Da arbeiten wir uns dann auf Platz 2 vor, vielleicht auch noch irgendwann auf die 1. Der Glückspilz auf die 1, auf jeden Fall. Irgendwann, wenn nicht hier in Australien, aber irgendwann wird es auch mal ein Rennen geben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn wir so weitermachen, in Kanada spätestens, habe ich auch zum Beispiel vergessen im letzten Part. Ihr habt mir ja
paar eurer Lieblingsstrecken mal unten reingeschrieben. Okay, hör zu. Der Oha. Motor wird zu heiß. Der Motor wird zu heiß. Ach, Lass uns scheiße. bitte erst einmal etwas abkühlen. Das werde ich nicht schaffen. Das werde ich nicht schaffen. Achte darauf, dass der Motor nicht länger als 10 Sekunden pro Runde über 135 Grad liegt. Jetzt Leclerc an Norris vorbei. Sehr schön. Okay, ja, das heißt, wenn wir so weiterfahren, haben wir es ja geschafft, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Wir sind ja jetzt hier unter 135 Grad. Wir haben jetzt 130 Grad gerade erreicht. Ich müsste jetzt ein bisschen verhaltener eigentlich fahren. Aber geht halt auch nicht immer, ne? Wenn ich mich verteidigen muss. Ja, Leclerc und Norris gehen rein. Verstappen vielleicht auch noch. Jawohl. Und Russell auch noch. Perfekt. Die erste Führung für mich. Sauber. Kommt in die Boxengasse. Sauber. Wen haben wir auf Platz 2? Piastri, 2 Sekunden. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Das könnte jetzt eventuell auch reichen für die Vorgabe. Das wäre dann die allererste Vorgabe, die ich schaffen würde. Das ist ja total ungewohnt hier für mich. Das ist ja Neuland. So wie für viele das Internet ist für uns hier die Platzierung erstmal ein bisschen ungewohnt. Aber das darf auch gerne zur Gewohnheit werden. 126 Grad, das sollten wir hinkriegen, oder? Wir haben jetzt noch fast gleich noch eine halbe Runde. Das werden wir irgendwo hinkriegen. 125 Grad, 100... Ja, das sollten wir schaffen. Das sollten wir wirklich schaffen. Ich glaube, das war einfach nur am Anfang in Bahrain. Tja, warum eigentlich? Weil wir oft bremsen mussten, weil wir öfter Gas geben mussten? Nee, weiß ich gar nicht. Ja, weil wir einfach zu aggressiv gefahren sind, glaube ich. Jetzt haben wir 124 Grad. Also wir schaffen das locker. Und dann bin ich mal gespannt, was wir dafür bekommen. Das wäre dann das allererste Mal, dass wir so eine Vorgabe überhaupt schaffen. Ich bin das noch gar nicht gewohnt hier. Ich werde jetzt zum ersten Mal belohnt für etwas, was ich noch nie geschafft habe. Müssen wir jetzt schon rein? Oder erst in der übernächsten Runde? Ah, nee, noch nicht. Wir haben, glaube ich, noch 2 Runden Zeit. So, was kriegen wir jetzt dafür? Was meint ihr? Was kriegen wir? Vielleicht ein paar Ressourcenpunkte oder wir werden in irgendeinem Bereich gut besser? gemacht. Gute Arbeit bei diesem Ziel. Okay, das Ziel ist erreicht. Die anderen sind in der Boxengasse. Oh, ich gehe als mit der Letzte rein. Oh, guckt euch mal den Vorsprung an, ey. Was haben die denn da für eine Strategie ausgearbeitet? Nur mal just by the way. Das dann haben wir, ey, 18 Sekunden Vorsprung. Gut, das brauchen wir wahrscheinlich auch. Wir werden auch so circa 18 bis 20 Sekunden in der Box auch brauchen. Aber das ist Wahnsinn. Wenn das gut geht, wenn das aufgeht, völlig okay. Wenn nicht, siehst du halt doof aus. Aber wir sind jetzt, glaube ich, der Letzte, der noch in die Boxengasse rein muss. Ja, und ihr seht ja, die Sekunden, die werden weniger. Also wir werden uns so zwischen Platz 5 und 6, glaube ich, einpendeln. Je nachdem, wie gut wir in der Boxengasse sind, wie schnell wir durchkommen. Aber wir brauchen mindestens mal 20 Sekunden. Gehe ich von aus. Auch wenn die Boxengasse nicht so lang ist in Australien, aber ich glaube 20 Sekunden, das ist schon das Mindeste, das Maximum. Oder das Mindeste. Maximum wäre ja utopisch. Irgendwie 30 Sekunden brauchen wir ja nicht. Ja, eine Runde müssen wir noch draußen bleiben. Aber dann ist, glaube ich, auch unsere Zeit gekommen. Ich glaube, sonst waren alle drin. Oder? Wenn ich mal so gucke auf die farbigen Punkte, da ist ein Aston Martin ganz vorne mit dabei. Diese Runde geht's in die Box. Gib uns eine gute Inlap. Ich glaube, wir sind die Letzten. Das Beste kommt zum Schluss. Für ganz oben wird es noch nicht reichen, aber vielleicht fürs Podium in einem Zweikampf mit Verstappen oder mit Norris. Dann im Dreikampf. Bei Sergio Perez müssen wir dann nochmal gucken am Ende des Rennens. Das interessiert mich mal. Wieso der sich da in den ersten Runden gedreht hat. Wahrscheinlich war es ein Dreher. Andrea Berg wahrscheinlich oder so. Weiß ich nicht. So, hier kommen wir auch gut raus. Also es lässt sich auch gut fahren. Australien ist halt auch eine Strecke, die kann ich gut fahren. Und wenn ich halt Strecken habe, die ich gut fahren kann, anders jetzt als Stadtkurse oder so oder Saudi-Arabien, dann kann ich auch gute Ergebnisse hier liefern. Vergiss nicht, diese Runde in die Box zu fahren. Aber ich habe Beachte deinen Abstand zur im Prinzip Tempolimit und fahr nicht zu schnell. dann mit den Softs ja auch eigentlich einen Vorteil. Die sind ja ein bisschen schneller als die Mediums. Die sind ja jetzt auf Mediums gewechselt, die anderen. Wenn ich jetzt auf die Softs gehe, habe ich vielleicht auch einen Vorteil, dadurch, dass ich ein bisschen schneller bin. Die Reifen brauchen nicht so lange, bis sie warm sind. So, jetzt komm. Ein schneller Boxenstopp gerne für mich. Da bin ich dabei. Ja gut, die Boxengasse ist schon noch ein bisschen länger.
Das werde ich nicht ganz schaffen in den 15 Sekunden. Mal gucken, die kommen jetzt erst rum. Das wird ganz haarig auf Start und Ziel. Losfahren, losfahren. Sag ich euch, wie es ist. Also wir haben es geschafft. Die biegen jetzt auf die Zielgerade ein. Ja, das wird nichts, oder? Oh, das wird spannend. Das wird ganz, ganz knapp. Aber 3, 4 Fahrer fahren auf jeden Fall an mir vorbei. Ja, leider. Keine Boxenstopps mehr geplant. Habe ich mir gedacht. Aber ist okay. 5. Platz. Damit bin ich völlig zufrieden. Jetzt ist die Frage, ob ich vorne nochmal irgendwie rankomme oder nicht. Die anderen haben hart aufgezogen. Das sollte ich irgendwie hinkriegen. Und vorne, die behindern sich halt gegenseitig. Da könnte man da nochmal anklopfen. Alter, der Curb, ne? Der hat es mir auch angetan. Ich bin auch gespannt, wie das in Ungarn wird. Das ist ja auch so eine meiner Hassstrecken. Besonders Sektor 2 mit diesen vielen Rechts-Links-Schikanen. Da kannst du auch nicht gut überholen, sag ich dir, wie es ist. Aber es fühlt sich schon mal um einiges schneller an als, wie gesagt, die letzten beiden Rennen. Es wird jetzt Stück für Stück besser. Gehe ich einfach von aus. Ein paar Infos zu Ach, guck an. zieht sich aus dem Rennen zurück. Ja, weil er irgendwie keinen Bock hat, hat er noch einen Termin. Er zieht sich zurück. Hat sein Auto da abgestellt. Na, da bin ich mal gespannt. Ja gut, dann kann es ja nur ein Motorschaden sein. Ich meine, freiwillig abstellen oder haben sie das mittlerweile auch mal mit hier drinne? Es gibt auch öfter Fahrer, wenn die zum Beispiel ganz hinten sind und die das Auto irgendwie schonen wollen, diverse Komponenten, dann fahren die auch freiwillig in die Boxengasse rein und stellen dann das Auto ab. Ich weiß gar nicht, ob man das darf oder ob man das nur in bestimmten Fällen darf. F1-Experten dürfen das gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Ich habe das jetzt schon öfter gesehen, dass halt auch einige Fahrer, Keine Reifenprobleme zurzeit. Konzentrier dich aufs wenn die Fahren. ganz weit hinten sind, dass die halt auch einfach reinfahren, um bestimmt irgendwelche Komponenten zu schonen. Achtung, Achtung. Wo steht er denn? Ach, hier rechts. Ja, sieht nach Motorschaden aus. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Okay, alles klar. Also ihr seht, der bislang Okay, führende... hör zu. George liegt vor dir. Los geht's. Versuchen wir vorbeizukommen und sie in die Defensive zu drängen. Los, los. Ja, das ist unser ja, Kollege, ne? Ihr wisst doch schon, der ist in unserem Squad. Aber okay. Nächste Vorgabe, das ist auch auf jeden Fall machbar. Also ich habe auch diesmal Vorgaben zur richtigen Zeit bekommen. Und auch realistische Vorgaben. Also bis Runde 14, da haben wir jetzt noch 3 Runden Zeit. Das können wir wirklich schaffen. Aber da muss halt auch einiges zusammenkommen. Aber why not? Wir können das hinkriegen. Wir haben genügend Vorsprung und wir können es jetzt schaffen. Jawohl! Ah, nein, der Frontflügel. Ziel erreicht. Ah, ein bisschen Schaden habe ich leider genommen. Schade, schade. Aber egal, ich habe die Vorgabe erreicht. Jetzt muss ich ja gucken, wie sehr mich das hier beeinflusst beim Rechtsabbiegen oder bei der Geschwindigkeit generell. Oh, das ist natürlich bitter. Das ist sehr, sehr bitter. Das hätte nicht passieren dürfen. Russell, kriegt der DRS? Ja, kriegt er. Ah, Mist. Der McLaren-Fahrer hat gerade mit einem Überholmanöver die Führung übernommen. Ja, sag doch seinen Namen, ey Junge. Du weißt doch, wie er heißt. Der McLaren-Fahrer. So, jetzt Verstappen. Ja, der hat natürlich nochmal ein stärkeres Auto, das ist klar. Aber ich kann hier trotzdem außen lang. Oh, was macht ihr denn? Macht keinen Scheiß. Ole Leclerc hat sich verbremst. Das habe ich in den letzten Spielen nie gesehen. So diese Verbremser ist halt auch ein bisschen realistischer, glaube ich. Okay, geh sanfter mit dem Wagen um. So viel Schaden verträgt er auf Dauer nicht. Ja, wir haben ja auch nicht mehr viele Runden. Wir haben nur noch 3 Runden. Also vielleicht reicht's fürs Podium, aber ich glaube... Oh, das wird ganz schwer. Verstappen kriegt jetzt keinen DRS. Jetzt zieht Russell wieder vorbei. Oh, ja, nee. Das kann ich nicht machen. Und rechts kommt natürlich auch noch einer. Nee. Der zieht doch wirklich nicht da innen vorbei. Bist du eigentlich bescheuert? Ich habe mich nämlich schon gedreht. Ich habe schon leicht hinten rechts was gespürt. Ich habe die Pfeile gesehen und habe gedacht, oh, jetzt knallt's. Aber Gott sei Dank nicht. Das wäre auch echt einer zu viel gewesen, wenn wir uns da gedreht hätten. Wir haben ein super Rennen gefahren von der 6. Position. Zwischenzeitlich mal auf der 1 mit 4 Sekunden Vorsprung. Und jetzt muss ich das halt hier verteidigen. Gegenüber Leclerc, dahinter Sainz, der wird nicht mehr rankommen. Der ist auf hart erstens unterwegs. Zweitens hat er 5 Sekunden Rückstand. Also würde ich jetzt mal Stand jetzt sagen, dass er das nicht mehr aufholt. Und dass wir im schlimmsten Fall einen guten 5. Platz nach Hause bringen. Die Stelle hat es uns hier heute ja angetan. Verstappen mit einem Verbremser. Dann hatten wir Leclerc, der sich gerade verbremst hat. Oder voll in die Eisen gegangen ist, sagen wir es mal so. Naja. Und ich bin nach wie vor von diesen Zielen bin ich sehr, sehr begeistert. Ich finde das immer cool, dass man vor jedem Rennwochenende
zwischen zwei Zielen wählen kann. Ich muss mir vorher auch die Strecke mal ein bisschen ins Gedächtnis rufen, dass ich dann dementsprechend die Ziele auswähle. Achtung, oh nee, mach es nicht, Junge, da ist doch kein Platz. Mein Gott, ey. Das gibt es nicht, wirklich. Wie kann man so dämlich sein, echt? Wie kann man so dämlich sein? Beträgt 8,9 Sekunden. Echt, also selber schuld, wirklich. Wie kann man da noch versuchen, vorbeizukommen? Also die KI ist auch nicht schlauer geworden, wirklich nicht, oder? Das ist unfassbar. Und das macht uns halt jetzt eine richtig, richtig gute Platzierung leider zunichte. Die KI, die lernt es auch nicht, ne? Die lernt es auch wirklich nicht. Ja, unfassbar. Muss nur einen neuen Frontflügel holen. Ich fahre bestimmt nicht mit dem Frontflügel hier noch 2 Runden zu Ende. Da kriege ich halt leider keine Punkte. Schade, schade, schade. Sah alles so schön aus und dann gerade zum Ende wäre ich dann doch auf den letzten Platz durchgereicht. Ey, das ist ja krass. Bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Fahr raus, fahr jetzt raus. Das ist perfekt gelaufen. Wir sind stolz auf dich und die Crew. Ja, es hat so gut begonnen. Es hat so gut angefangen. Und dann werde ich zack auf den letzten Platz durchgereicht. Das ist bitter. Aber gut. That's Racing, ne, sagt man, glaube ich. Das gehört mit zum Rennen mit dazu. Mich wundert es, dass Leclerc halt wieder nicht rein musste. Wahrscheinlich fährt er jetzt mit dem Frontflügel einfach zu Ende. Ich hätte es wahrscheinlich auch irgendwie riskieren sollen, aber das war mir dann doch zu Joker. Jetzt fahre ich halt leider auf dem vorletzten, also im Prinzip letzter. Im Prinzip bin ich jetzt letzter. Ich war auf dem Podium. Es hat so gut angefangen. Es sah so gut aus und dann, ey, haut mich Leclerc raus. Und am Ende stehe ich mit 0 Punkten da. Dein ERS ist fast aufgebraucht. Du kannst die ERS-Modi in der MFA verwenden oder vom Gas gehen und die Bremse betätigen, um es manuell aufzuladen. Also wirklich, ich komme darüber nicht hinweg. Wie dumm kann man sein, wirklich? Da ist gar kein Platz. Ich habe extra schon rübergezogen, dass er bremst. Und der war ja nicht direkt neben mir. Wir gucken uns das auch nochmal in der Wiederholung an. Wir haben gleich nochmal 2 Szenen, da gucken wir nochmal drauf. Ne, 3 Szenen. Der erste Dreher von Sergio Perez, dann unseren Dreher. Dann müssen wir das mal gemeinsam analysieren, was da wirklich schief gelaufen ist. Schade, aber das Rennen, das beschreibt eigentlich so meine F1-Künste. Ich kann, wenn es gut läuft, wirklich vorne mitfahren. Letzte Runde, gib Gas. Ich kann mir dann aber auch so ein Rennen gerne mal versauen. 6 Sekunden. Und wirklich, wirklich versauen. Vorne, gut, da wird es noch spannend. Da kämpfen Norris, Russell und Verstappen. Dann soll jetzt auch wenigstens Russell gewinnen. Sieht momentan aber nach Norris aus, vor Verstappen und Russell. Egal, ich habe meine Vorgaben erreicht. Ich muss auch irgendwas Positives mitnehmen. Ich habe die Vorgaben erreicht, die Ziele, die habe ich auch alle geschafft, oder? Durchschnittliche Kurven? Nee, habe ich nicht. Die durchschnittliche Kurvengeschwindigkeit von 170, aber wahrscheinlich wird das erst am Ende des Rennens hier gemacht. Tja, schade, schade. Nach wie vor, das ist echt ziemlich bitter, aber egal. Weiter Krone richten, aufstehen, Lando Norris gewinnt. Vor Verstappen und Russell wird Dritter. Und wir landen auf dem letzten Platz, den wir so eigentlich nicht mit eingeplant hatten. Gerade nach dem super Start, nach der guten Platzierung. Aber gut, das spornt mich jetzt noch ein bisschen mehr an. Noch besser zu fahren, noch ein bisschen konzentrierter und dann noch irgendwie im letzten oder im nächsten Rennen mal mindestens aufs Podium zu fahren. Ich bin gespannt. Schade. Es hätte gut ausgehen können, aber hätte Fahrradkette. Es ist am Ende leider der letzte Platz geworden. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parc Fermé. Das war ein fantastisches Rennen und ein großartiger Sieg hier im Albert Park. Der Rennsieg und die schnellste Rennrunde zeigen heute, wie dominant diese Leistung war. Tempo und Reifenverschleiß waren kein Problem, das haben wir gesehen. Dominanz vom Start bis zum Ziel, das müssen die anderen erstmal schaffen. Die Sieger sind jetzt auf dem Weg zum Podest. Es war ein fantastisches Rennen für das Team von McLaren, das steht fest. Und sie werden heute Abend mit Sicherheit eine ordentliche Party feiern.
Wer mag schon sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister sein wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. Schade, wir hätten auch da oben stehen können, wo jetzt Sainz steht, wo jetzt Alonso steht, aber wie gesagt, shit happens. Das sieht natürlich ein bisschen schade aus. Bescheiden, möchte ich mal sagen. Wir sind die Einzigen mit 2 Stops. Selbst Leclerc ist nicht reingegangen. Hat natürlich auch ein paar Plätze jetzt verloren dadurch. Naja, okay, wir gucken jetzt nochmal in die Wiederholung rein. Ich will hier gar nicht reingucken in die Rangliste, ey. Da hätten wir auch weiter oben stehen können. Ein Punkt nach wie vor, Konstrukteur. Weiter, nur 39 Punkte. Okay, gehen wir rein in die Wiederholung und gucken uns mal ein paar Szenen an. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die Mutter aller Fehler, die man machen kann. Er hat sich ganz einfach verbremst. Hier, er ist im Windschatten. Dann irgendwie, ja, blockiert die Bremsen, will rum, bekommt die Kurve nicht, dann setzt er hinten rein ins Kiesbett und dann wird er erstmal schön von allen anderen überholt. Das war also die erste Szene. Dann gucken wir nochmal kurz auf die zweite Szene drauf, wo er dann ja endgültig aus dem Rennen ausgeschieden ist. Und zwar sehen wir jetzt hier gleich, dass kurz nach Start und Ziel der Motor ganz klassisch und ja, anfängt zu brennen. Schöner Rauchschwaden übrigens. Das haben sie, glaube ich, auch ein bisschen überarbeitet. Das war in den letzten Spielen auch nicht so extrem. Ja gut, dann geht es halt hier hinten weiter, bla bla bla. Und dann, genau, hat er hier seinen Wagen abgestellt. So, und jetzt schauen wir uns aber die, ich würde schon sagen, spielentscheidende Szene dieses Rennens hier an. Und zwar der Unfall zwischen mir und Leclerc. So, wir lassen jetzt die Szene einfach mal laufen und ihr schreibt mal unten in die Kommentare rein, wer hier Schuld hat. Ja, entweder Leclerc oder ich. Wir gucken uns das jetzt mal an. Also hier bin ich noch richtig gut unterwegs. So, da habe ich jetzt schon gemerkt, okay, und die Pfeile gesehen, er kommt rechts ran. So, ich ziehe jetzt hier extra rechts rüber. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, ob ich ihm da regeltechnisch Platz machen muss. Wahrscheinlich hätte ich einfach ein bisschen Platz machen müssen. Aber er sieht doch, dass das nichts wird. Warum bremst er jetzt nicht vorher? Ich weiß nicht, ob es da irgendwie auch eine Regelung gibt, dass man dann Fahrer vorbeilassen muss. Eventuell war ich da wieder ein bisschen zu aggressiv. Aber es war halt einfach schade. Weil wir hätten beide wirklich eine gute Platzierung gehabt. So, und dann, ja, passiert leider das, was nun mal passieren muss. Es hätte auch nichts gebracht, wenn ich, glaube ich, gebremst hätte. Dann wäre er halt mit seinem linken Vorderreifen gegen meinen rechten Vorderreifen gekracht. Und dann hätte es auch so oder so gekracht. So, die Frage ist jetzt wieder nur, warum kriege ich wieder Schaden? Leclerc bekommt gar keinen Schaden. Ah, doch, ein bisschen von seinem Frontflügel fliegt da weg. Aber bei mir ist er quasi vorne die rechte Seite weg. Da bricht einfach die rechte Seite weg. Das ist halt so ein bisschen schade. Ich glaube, da muss ich meinen Fehler eingestehen. Da war ich doch ein bisschen voreilig. Aber gut, schreibt es mal in die Kommentare rein. Wer hat hier Schuld? Wahrscheinlich werden die meisten unten reinschreiben, wie dumm ich bin. Naja, aber gut, ist so wie es ist. Jetzt haben wir es geklärt. Und ich hoffe, das nächste Mal mache ich es irgendwie besser. Dafür bekomme ich bei der Wertung eigentlich, ja gut, ganz gute hohe Punktzahlen, würde ich sagen. Klar, bei Rennkunst wegen dem Unfall, bei Tempo wahrscheinlich auch und bei Konzentration, na klar. Weil ich am Ende da total reingezuckt bin. Schade. Schade, schade, das hätte wirklich ein bisschen anders aussehen können. Aber ich bin ganz guter Dinge. Wir hatten ein gutes Auto. Das hat sich richtig gut angefühlt. Bei unseren ganzen Assistenten haben wir eigentlich auch Plus gemacht. Und jetzt, ja, schauen wir einfach ins nächste Rennen und gucken, was wir da schon für Ziele haben. Wir kriegen Beam, Flügel und Zündkerze. Oh, geheimes Treffen. Das Verhandlungsteam trifft bald ein. Trifft dich mit einem Team, um herauszufinden, ob es die richtige Wahl für einen Wechsel ist. Jetzt schon? Warum soll ich mich jetzt schon mit geheimen Teams treffen? Oder mit Teams treffen? Ach so. Da wird doch nicht gesprochen. Ach so, Treffen mit Aston Martin. Okay, ist das jetzt neu? Aston Martin ist hier, weil sie dich als potenziellen Neuzugang betrachten. Sie haben uns ein paar Informationen zur Verfügung gestellt. Die sollten wir uns ansehen. Was haben sie denn? Also, unsere Performance. Sie sind zurzeit 5. in den Konstrukteuren. Ah ne, Alonso. Nein, Quatsch. 5. mit 29 Punkten. Mein Gott, ich muss mal lesen lernen. So, dann haben sie Alonso, der ist momentan auf dem 8. Platz. Stroll ist 10. bis zum 5 Minuten 7. Platz. Ja, ich würde ablehnen. Ablehnen. Zack. Ah, das ist ja so ähnlich wie im Karrieremodus. Wenn sie verhandeln, ne? Nur ganz kurz. Ja. Das Team freut sich, dass du das Treffen abgelehnt hast. Auf jeden Fall. Goldener Stern, Bonuspunkte und so weiter und so weiter. Wir werden sehen, ob sich noch etwas Spannendes ergibt. Aber konzentrieren wir uns erst einmal auf das Hier und Jetzt. Genau, jetzt kriegen wir wahrscheinlich die anderen Upgrades. Ich hoffe, das klappt alles soweit. Genau, wir kriegen Ressourcenpunkte. Okay, alle neuen Teile wurden gefertigt. Und der nächste Grand Prix ist schon Japan. Das ist schon Japan? Ist das nicht ein bisschen früh? Ich weiß nicht, ich habe den nie im Kopf, aber ich glaube, Japan war immer ein bisschen weiter hinten noch. So, Schleifblock ist das nächste Ding, was wir machen. Und ansonsten macht alles andere wahrscheinlich Russell oder hat schon uns die Upgrades gegeben. McLaren ist jetzt auch erstmal Zweiter. Ihr seht, wir sind drittstärkstes Team. Da muss jetzt einfach was gehen in Japan. Also Japan ist auch wirklich eigentlich eine gute Strecke. Aber vorher machen wir noch die Ziele mit unseren Spezialistinnen. So, wir haben den Fertigungsexperten. Die nicht zur Verfügung stehen, sind einmal, oder ist einmal
der Triebwerksberater und einmal die Strategieanalystin. Die sind nicht zur Verfügung. Wir gucken mal beim Fertigungsexperten. Fahre während des Rennwochenendes 80 Kilometer. Naja, das werden wir irgendwie hinkriegen. Halte die Reifen in einer Session unter 120 Grad bei trockenen Bedingungen, 100 Grad bei Intermediates wahrscheinlich und 90 Grad bei Regen. Ich glaube, Rennwochenende 80 Kilometer, das sollen wir doch locker hinkriegen, oder? Insgesamt mit Training und mit Qualifying oder ist das nur im Rennen? Weil im Rennen weiß ich nicht, ob das dann halt 80 Kilometer sind. Ich glaube aber schon. Wir machen das mal, dann müssen wir halt im Training ein paar Runden mehr fahren. So, das haben wir gesetzt. Windkanalingenieur, schließe eine Runde mit mindestens 2 verschiedenen Autosetups ab oder schließe eine Session mit der schnellsten Runde ab. Dann mache ich mal die schnellste Runde. Das spornt mich ein bisschen an. Stopp, wir sind noch gar nicht fertig. Dann haben wir einmal die Planerin für die Materialherstellung. Und dann haben wir einmal erhalte am Rennwochenende weniger als 3 Verwarnungen wegen Kurvenschneidens und schließe 10 Runden während eines Rennwochenendes ab. Die Inlap und die Outlap ausgeschlossen. Aber es ist die Inlap und die Outlap ist wahrscheinlich die Runde vor dem Boxenstopp und die Runde nach dem Boxenstopp, ne? Ich würde sagen, wir machen mal das hier. Ich bekomme weniger als 3 Verwarnungen und Strafen wegen Kurvenschneidens und letztes Ziel, Prüfer für die Qualitätssicherung. Schließe im Training eine Runde mit mindestens 2 Reifensätzen ab und erhalte während des ganzen Rennwochenendes nicht mehr als 3 Strafen. Huch. Wie nicht verfügbar. So, hier bin ich gerade drauf gekommen. So, das machen wir. Ich glaube, das ist ein realistisches Ziel. Ich glaube, ich habe das ganz gut gemacht. Und es überrascht mich, dass Japan schon so früh ist. Japan war ja immer ganz hinten. Aber ich glaube, Japan ist die Strecke mit den meisten Kurven, kann das sein. Sehr kurvenlastig, aber auch gut. Die kann man auch gut fahren. Gibt auch wenig Überholmöglichkeiten. Ich glaube, Sektor 2 oder kurz vor dem Wechsel von 2 in 3. Und ansonsten viele, viele Kurven. Viele, viele Kurven. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir gucken jetzt nochmal kurz hier rein. Wir haben das ganze Wochenende Sonne. Das ist sehr, sehr schön. Und ich hoffe, dass ich mein Team diesmal nicht enttäusche. Wir haben ein gutes Auto. Wir haben wieder ein paar gute Ziele, glaube ich, ausgewählt. Und von daher hoffe ich, dass ihr auch im nächsten Rennen wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo, wenn ihr vielleicht endlich mal den ersten Sieg miterleben wollt. Und ansonsten schreibt mir einen netten Kommentar rein, gebt mir noch ein paar Tipps. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Rennen in Japan. Macht's gut. Ciao, ciao.